So, alles zurechtzuppeln. Und nicht so fett aussehen, wie wir eigentlich sind. Richtig, Bauch einziehen. Hä? Bauch einziehen. Ja. Ich habe ein Déjà-vu. Schon wieder? Hm. Echt? Das zweite schon. Nicht das dritte. Naja, ja, okay. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Feldboss-Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das erstmal öde klingt, aber nicht öde ist. Und zwar geht es heute um das Thema Kochgeschirr. Was gibt es dazu zu sagen? Also erstmal, das Kochgeschirr war im Laufe des Krieges nicht immer Begleiter eines einzelnen Soldaten, sondern es gab früher im 18. Jahrhundert sogenannte Zeltgemeinschaften, die sich dann so ein Kochgeschirr geteilt haben. Und zu 7 in einem Zelt gepennt haben. Ja, mit einer Decke, einer sogenannten Lagerdecke. Yay. Genau. Nicht, dass wir sowas schon mal gemacht hätten, das wäre ja albern, Ja. aber wir haben sowas schon mal gemacht. Und dann später, also auch schon in den deutschen Einigungskriegen, wurde dann das Kochgeschirr immer mehr zum persönlichen Ausrüstungsgegenstand, außer bei den Franzosen. Die Franzosen hatten tatsächlich noch zu Beginn des Krieges diese Gemeinschaftskochgeschirre. Da blenden wir dann hier ein Bild ein. Das war bedeutend größer. Also die Modelle hier fassen zum Beispiel 2 Liter. Das Vorgängermodell davon umfasste 2,5 Liter. Um nochmal kurz auf das Vorgängermodell zu sprechen zu kommen, das war noch dreiteilig. Das heißt, das bestand dann unten aus dem Gefäß, oben aus dem Deckel und separat dazu war dann der Griff. Der war dann hier oben eine Lasche, da konnte man den Griff einhaken, um den Deckel dann als Pfanne zu benutzen. Das hat natürlich dann oft dazu geführt, dass man besagten Griff sehr oft verloren hat. Und um dem dann Abhilfe zu schaffen, hat man dann am 14.01.1910 dieses Kochgeschirrmodell eingeführt, wo dann der Griff für den Deckel angenietet war. Ebenso war dann auch das Kochgeschirr dann zu schwärzen. Vorher war das blank, war sehr auffällig. Und hier ist man dann dazu übergegangen, quasi um die Tarnwirkung zu erhöhen, dieses Kochgeschirr, das aus Aluminium bestand, zu schwärzen. Genau, dann kommen wir auch schon Richtung Erster Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg war es dann so, dass bereits im Jahr 1914, also ich möchte meinen im September, wurden diese Kochgeschirre dann nicht mehr aus Aluminium hergestellt. Also die aus Aluminium blieben noch bestehen, aber neue Kochgeschirre wurden nicht mehr aus Aluminium hergestellt, sondern aus Weißmetall oder aus Stahlblech. Und auch im Jahr 1914, im November, wurde dann angeordnet, dass diese dann auch nicht mehr schwarz, sondern feldgrau zu lackieren waren. Dazu kann man noch sagen, dass bei dem ersten Modell von 1910 schon das Kochbesteck oder das Essbesteck mit bei war. Ne, Genau. Weil das haben wir auch jetzt mal nachgelesen, stand dann da, das war dann dabei und dann dachten wir, naja, aber das klappert doch, wenn das da drin liegt. Das klappert doch ohne Ende. Naja, und die haben dann eben mitgedacht und haben da eine Lasche eingeführt oben, wo dann eben das richtige Kochbesteck oder Essbesteck, was halt ein bisschen länger war, das ist jetzt halt eine spätere Version, die ein bisschen kürzer ist, deswegen passt sie nicht ganz, aber die würde dann halt hier gelagert werden und dann Deckel drauf und dann kann das eben so transportiert werden, ohne dass es klappert. Genau, das war dann dort mit enthalten, also nicht so im Brotbeutel, wie wir das immer gemacht haben. Genau. Jetzt sind wir schlauer, jetzt wissen wir das, jetzt können wir das dann auch so machen, wenn wir dann ein Essbesteck haben, das da reinpasst. Genau. Wobei auf der anderen Seite wurde das wahrscheinlich auch oft einfach mal im Brotbeutel geschmissen, Vermutlich. wenn man mal unterwegs war oder so. Je nachdem. Ja, und hier diese Lasche ist übrigens dazu da, um wenn man so einen Stock hat oder sowas, kann man den hier reinstecken und dann hat man eben ein längeres Stück Holz, um das dann eben, um irgendwas zu braten oder sowas und sich die Finger nicht zu verbrennen. So, und das haben alle, das haben auch die späteren Modelle. Genau, Kann man so einen Stiel da reinstecken. kann man es dann verlängern. Ja. Genau, und dann kommen wir auch schon ins Kriegjahr 1915. Da ist an diesem Kochgeschirr einiges passiert. Zum einen wurde der Griff, der bei dem Modell noch ein Verstärkungsblech hatte, der wurde vereinfacht. Dieses Verstärkungsblech wurde weggelassen. Dann waren die Griffe quasi nur noch einteilig.
Und die Lasche zur Befestigung auf dem Tornister, also die Lasche war dazu da, um das Kochgeschirr auf den Tornister zu schnallen mit dem sogenannten Kochgeschirrriemen, um den dann in Position zu halten. Der war dann hier nicht mehr in diesem Verstärkungsblech vorhanden, sondern wurde dann quasi auf dem Griff aufgesetzt. Des Weiteren wurde 1915 wurden die Kochgeschirre aus Aluminium alle wieder eingezogen und großflächig durch die aus verzinktem Stahlblech ersetzt. Also das war dann die nächste Modifikation. Diese Modelle dann aus verzinktem Stahlblech, feldgrau lackiert und die wurden da auch schon teilweise emailliert. Es gab diverse Versuche, Aluminium zu ersetzen, auch Stahlblech zu ersetzen. So gab es zum Beispiel 1916 dann von der Bayerischen Armee ein Musterstück. Da hatte man versucht, das aus Gusseisen herzustellen. Das hat sich verständlicherweise nicht durchgesetzt und so ist man dann weiter beim Stahlblech geblieben. Eine Modifikation kam dann noch 1917. Ihr kennt es vielleicht, das Kochgeschirr-Modell 1915-17. Da wurde dann hier oben am Deckel bei dieser Lasche, an der der Griff befestigt ist, der wurde um 90 Grad angewinkelt. Also so wie bei den Modellen hier. Und das hat man einfach nur deswegen gemacht, um die Stabilität des Kochgeschirres auf dem Tornister, wenn es dort getragen wird, nochmal zu erhöhen, weil es offenbar beim Marsch dann oft rausgerutscht ist. Das war dann die letzte Modifikation. Die restlichen Sachen, die dann an dem Kochgeschirr gemacht wurden, sind dann eher Materialunterschiede. 1917 waren dann 3 Versionen zugelassen. Einmal von außen und innen verzint. Dann natürlich die Version, also alle waren aus Stahlblech. Dann gab es die waren von innen verzint, von außen emailliert. Und dann gab es noch die von innen verzint waren und von außen lackiert. Da Zinn dann auch relativ schnell Mangelware wurde, hat man auch das dann weggelassen. Und da gab es dann später Versionen, die waren dann von innen einfach unbehandeltes Stahlblech und von außen feldgrau lackiert. Und da gab es dann die Weisung, um quasi Korrosion vorzubeugen, sollten diese Essgeschirre dann von innen eingefettet werden. Ja. Ist natürlich immer so eine Sache, wenn die dann nur eingefettet sind. Man muss dann jedes Mal das Kochgeschirr auswaschen, reinigen, bevor man daraus vernünftig essen kann. Ja. Wenn die da noch Wert drauf gelegt haben zu der Zeit. Das weiß man ja nicht so ganz genau. 1918 war es dann so, dass man dann wieder angefangen hat, die Kochgeschirre von innen zu beschichten. Und zwar mit Bakelit. Man hat dann so eine leichte Bakelit-Lackschicht, sagen wir es mal so, innen aufgetragen, um das besser reinigen und daraus essen zu können. Das waren dann so die letzten Sachen, die es dann noch gab. Also ihr seht schon, bei den Kochgeschirren, da gab es unglaublich viele Versionen, aber sie waren alle aus Stahlblech. Also die Aluminium-Sachen wurden, wie gesagt, 1915 wirklich komplett aus der Truppe rausgezogen, weil Aluminium an anderer Stelle dringender gebraucht wurde. Ja, also man kann sagen, eigentlich nur 1914 direkt zum Auszug, da sind noch die Aluminium-Dinger benutzt worden, aber danach irgendwann nicht mehr. Genau. Gut. Dann haben wir uns jetzt hier kurz mal über die Geschichte unterhalten des Kochgeschirrs. Dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zu dem Thema, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Wir fangen bei dem frühen Kochgeschirr an. Das frühe Kochgeschirr ist natürlich so eine Sache, das ist eine Rarität. Ja. Also eigentlich nicht, aber irgendwie doch. Jedenfalls im Internet. Ja, überall. Und das Problem ist, das bekommt ihr nicht als Reproduktion. Nee. Wenn ihr sowas haben wollt, also wenn ihr wirklich eine frühe Darstellung machen wollt, sprich von 1910 bis 1914, dann werdet ihr an diesem Essgeschirr, an diesem Kochgeschirr nicht vorbeikommen. Die sind im Internet zwischen okay und sehr, sehr viel Geld. Also ich habe die schon für 100 Euro gesehen, ich habe sie aber auch schon für 350 Euro gesehen, irgendwo so dem Bereich, wenn sie denn überhaupt angeboten werden. Ja, was sie eigentlich fast gar nicht mehr werden. Ja, also selten, aber Augen offen halten hilft halt manchmal bekommt man sie. Also aktuell, ich habe ja jetzt immer mal wieder reingeguckt, so stundenlang danach gesucht und ich habe bis jetzt nur ein Modell gefunden, was es zu kaufen gibt aus Amerika für $230 plus 60 Euro Versand. Genau.
Nein, Anders sieht es da zum Beispiel mit den späteren Modellen aus. Das wären die beide. Hier muss man jetzt aber dazu sagen, das sind Nachkriegsproduktionen aus Aluminium. Die wurden damals in den 20ern quasi als Brotdose für Feldarbeit verkauft. Also nicht nur für Feldarbeit, für alles, was so an Arbeit halt ansteht. Da wurden die dann quasi, das militärische Patent oder die Bauweise wurde so 1:1 kopiert und hat man dann auf dem zivilen Markt damals so verkauft. Die sind dann aber aus Aluminium. Und haben natürlich immer diesen 90-Grad-Winkel da oben dran. Der wurde auch nicht zurückgebaut. Das ist natürlich der Tod, den ihr dann sterben müsst. Oder anders gesagt, ohne Kompromisse kommt ihr nicht weit. Meiner Meinung nach könnt ihr die die Nachkriegskochgeschirre problemlos nehmen. Es sieht auf weite Sicht keine Sau, was ihr da auf den Tornister geschnallt hat. Oder die Leute kennen diese x Millionen Unterschiede in der Evolution der Kochgeschirre sowieso nicht. Daher, das ist in meinen Augen der beste Weg. Die liegen auch preislich eigentlich ganz in Ordnung, zwischen 30 und 100 Euro, je nachdem. Wichtig ist nur, wenn ihr sowas kauft, ihr seht ja auf den Bildern nicht, dass es aus Aluminium ist. Ihr könnt euch daran orientieren, dass die zivilen Kochgeschirre, die dann später produziert wurden, die haben in der Regel keine Stempel und an der Seite auch eine Aufnahme, die immer mit 2 Nieten versehen ist. Gab es auch im Krieg, aber die frühen aus Alu, die haben das garantiert. Lasst euch dann nicht verarschen. Also wenn da jemand schreibt, super seltenes Kochgeschirr aus dem Ersten Weltkrieg aus Aluminium und ihr seht, das Ding hat hier oben so eine Falz, dann ist das kein militärisches. Ja, außerdem die Stempelung einmal hier und einmal an der Seite bei der Aufnahme. Genau. Wenn es wirklich ein WK1 Kriegsmodell sein soll, was ihr haben wollt, dann müsst ihr halt auf die Stempel achten. Weil wenn es keine Stempel hat, dann kann er schreiben selten, so viel er will. Ja. Also es ist natürlich schwierig, weil es gibt auch Kochgeschirre aus Stahlblech, da war der Stempel nicht eingeschlagen, sondern wirklich auf die Emaille gestempelt. Ja. Und wenn die Emaille dann weg ist, logischerweise ist der Stempel dann auch weg. Aber das ist halt eben so eine Sache, wo ihr darauf achten könnt, dass es dann am Ende des Tages, wenn es ein originales militärisches Kochgeschirr sein soll, dann müsst ihr halt prüfen, ob das wirklich aus Stahlblech ist. Das heißt, die sind dann magnetisch. Ja. Genau, aber wie gesagt, so im Großen und Ganzen für eine Darstellung, schaut, ob ihr im Internet eins aus Aluminium bekommt. Die haben dann die Form der späten Kochgeschirre, könnt ihr problemlos verwenden. In meinen Augen auch für die Jahre nach 1914, also ab 1915, da habt ihr dann wirklich nur diesen 90-Grad-Winkel hier oben, der das Gesamtbild zerstört und ich finde, das ist zu vernachlässigen. Ja, der Unterschied zu den NVA und Bundeswehr und Wehrmacht-Kochgeschirren ist eben, dass die Höhe eine andere ist. Also die sind deutlich höher. Genau, also es gibt auch Shops, die das anbieten. Die verkaufen dann aber in der Regel NVA, Bundeswehr-Kochgeschirre. Die sind, also ich übertreibe jetzt mal, die sind nur halb so groß. Also den Unterschied, den sieht man. Und ich denke, dem ist jetzt auch erstmal nichts hinzuzufügen. Nee. Solltet ihr noch Fragen zum Thema Kochgeschirr haben, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video generell gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video.